Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Kati und ihr seid auf meinem Kanal Katis Diamond Story. Hier liegen schon die Projekte von der Woche. Gleich nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Ja, erstmal herzlich willkommen auf meinem Kanal für alle, die neu sind. Alle, die wieder mit dabei sind. Hi, willkommen zurück. Ihr seht es, ich habe hier ein paar Projekte liegen von der Woche. Es war nicht so viel, mir ging es die Woche nicht so gut, aber gut, das hat man halt mal. Dennoch ist eins fertig geworden und die anderen sind gewachsen. Am besten starte ich einfach mal mit dem Schal. Den möchte ich euch einfach zeigen, weil der ist fertig. Der wohnt hier im selbst gehäkelten Beutelchen. Das hatte ich euch letzte Woche gezeigt. Und ja, der Schal ist hier, habe ich mir die Banderolen von dem Garn noch mal reingelegt. Den habe ich mit einer 5er Nadel gehäkelt. Die Nadel habe ich jetzt nicht mehr hier dabei, aber der war eine 5er Nadel mit diesem V-Muster sozusagen und Reliefstäbchen und unten nur zweimal Stäbchen und dann noch eine Reihe feste Maschen. Und jetzt, ich glaube, hier waren wir das letzte Mal sozusagen und hier der Streifen kam, glaube ich, dazu, oder war es andersrum? Jetzt muss ich gucken, wie rum er fällt. Ja, der kam dazu. Oder bin ich jetzt verkehrt? Ne, der hier kam dazu. Also, dieses Stückchen hier kam dazu. Ja, der ist schön. Ich denke mal auch, der hält schön warm, weil es ist ja Schurwolle drin, 53%. Und für den Winter, der noch kommt, ist das super. Ja. So, Maschenmarkierer machen wir ab. Den legen wir uns rüber für ein anderes Projekt, das auch noch gleich kommt. Ja, so an sich hat er auch eine schöne Länge, der Schal. Den kann man zweimal um den Hals legen oder man macht sich so einen Knoten rein. Und durch die Breite macht er auch schön zu, finde ich. Und die Farben finde ich auch sehr schön. Schöne Abwechslung drin von dem Garn her. Wirklich toll. Gefällt mir sehr gut. So, einmal rübergelegt zu unserem Täschchen. Das war Nummer 1. Und dann haben wir noch unsere Decke. Die ist nur ein Stückchen gewachsen. Aber trotzdem ist sie gewachsen. Da mache ich jetzt so ein Kreuzmuster drauf. Also ich habe jetzt die 3x Stäbchen und jetzt kommt so ein Kreuzmuster drauf. Das gefällt mir auch sehr gut. Ist zwar ein bisschen löchrig, aber das ist nicht schlimm. Das wird ja auch mit einer 4er Nadel gehäkelt. So. Aber die 4er Nadel ist halt, weil ich auch 2 Garne hier mitlaufen lasse. Einmal Holla die Waldfee und das Cotton Blend von Gründel. Die Holla die Waldfee ist von, wenn ich es jetzt raushole, fällt es mir runter, fällt mir die Banderole ab, von der Miss Pimpinella. Wartet mal gucken, ob wir das so noch hinkriegen.
Die Nuss Pipinella und hier, das ist vom Gründel. Und ihr seht, dass das Knäuel nimmt gut ab. Von dem Cotton Blend habe ich noch einen und von der Holla die Waldfee habe ich auch noch ein Garn. Also ein großes Knäuel. Ich glaube 1000 Meter hatten wir da. Lasst mich mal gucken, ja. Genau, ca. 1000 Meter. Ist dreifädig, die Holla die Waldfee. Ist aber sehr schön im Verlauf. Hier sieht man jetzt halt noch das Weiß und das Beige und jetzt geht es langsam in das Grüne über. Ich glaube, hier sieht man das dann. Moment, ich muss den Anfang sagen. Hier sieht man es ganz gut. Bei den Garn. Da haben wir schon zwei mit 100. Ist weg. Jetzt haben wir schon zwei grüne Fäden und einen helleren. Ist das ein Beige oder ein Wollweiß oder ja, das damit läuft. Und wie gesagt, das Cotton Blend. Schön weich, aber auch etwas schwerer die Decke. Von innen vom Quadrat her angefangen und dann immer nach außen gearbeitet. Ich gucke gerade, wo wir unseren Markierer haben. Ja. Also wie ihr seht, es sind 3, 1, 2, 3 Reihen dazugekommen. Und den Rest halt von der anderen Reihe. Aber 3 Reihen, das passt schon, weil bei der hier Reihe bin ich ja auch mittendrin sozusagen. Machen wir uns den Maschenmarkierer ab. Und versetzen ihn. Ihr seht es hier ist das Muster, hier sind vordere und hintere Reliefstäbchen. Dann kommen wieder normale Stäbchen und hier diese 2 Stäbchen und dann den Faden über Kreuz holen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Maschen richtig heißen. Und hier wieder Stäbchen, dann das V-Muster, dann wieder die Stäbchen und dann 3 Reliefstäbchen vorne und 3 hintere. Und dann wieder, wie gesagt, die Stäbchen. Und dann diese Kreuzmasche. So, Markierer ist fest. Und dann schauen wir mal, wie weit wir nächste Woche kommen. Jetzt lege ich sie gerade noch mal zusammen, dass da nichts passiert. Ihr seht es hier schön, finde ich, die Reliefstäbchen, die ziehen die Decke so zusammen. Also hier ist sie schön und hier wird sie ein bisschen welliger, hier oben drüber, weil das Muster halt lockerer ist. Finde ich jetzt nicht schlimm, denn nachher die Muster, die drüber kommen, ziehen das Ganze wieder ein bisschen. Von daher gibt sich das wieder. Ja. In der Tasche hat die Decke jetzt keinen Platz mehr, deswegen wird das jetzt so nur hingestellt. Weil mitnehmen kann ich die Decke so nicht mehr, das ist mir zu schwer und so etwas zu unhandlich. Deswegen ist das jetzt ein Projekt, was nur zu Hause gearbeitet wird und dann passt das. Die Decke muss ja nicht schnell wachsen, sondern sie kann schön langsam gemächlich vor sich her wachsen. Ja, und dann habe ich von meinem Pullischen, den ich gemacht habe, von der Wolle, die noch übrig ist, habe ich ein Tüchlein angefangen, ein Tuch. Ja, seht ihr es mal. Es ist noch ganz am Anfang, also es ist noch ganz klein. Das häkle ich jetzt auch mit der Vierernadel, also wie der Pulli, weil ich einfach das Maschenbild ein bisschen lockerer haben wollte. Und so, hier seht ihr es, wir haben mit Stäbchen angefangen, dann eine Reihe Reliefstäbchen, nochmal eine Reihe Stäbchen drüber, damit die schöner liegen und dann
diese 3 Stäbchen in eine Masche. Dieses, ja, ich weiß nicht, ob man das Granny-Muster nennt oder Muschelmuster, je nachdem. Dann wieder eine Reihe Stäbchen, die Reliefstäbchen drüber. Ah, hier ist gar keine Dings drüber, das sind die Reliefstäbchen. Und dann habe ich jetzt diesmal 2 Reihen von den Muscheln gemacht und dann wieder Stäbchen und Reliefstäbchen. Aber hier habe ich diesmal eine Reihe Stäbchen drüber gemacht. Warum ich das gemacht habe, weiß ich nicht. Habe ich hier auch nicht gemacht. Jetzt bleibt sie. Fertig. So, und hier seht ihr, kommen wieder die 3 Stäbchen in eine Masche. Na. Ist gerade am Anfang. Also das kann noch wachsen, aber da kommt der Knäuel halt hier rein. Ob ich das restliche Schwarz von dem Pulli noch nehme, weiß ich nicht, aber der Knäuel geht da auf alle Fälle rein. Dann passt das auch schön zu dem Pulli, dachte ich. Oder auch, ja, je nachdem, für im Winter, wenn man was Graues anhat oder jetzt im Herbst dann zum Überlegen. Finde ich ganz schön. Das Ganze wird gehäkelt mit den Garnen von dem Märchengarn. Hatte ich euch ja gezeigt gehabt. Es ist ein Vierfachgarn. Insgesamt war der Bobbel 260 Gramm, aber der hat jetzt ja definitiv weniger, da ich ja einen Teil in meinem Pulli noch habe. Es ist Baumwolle und Polyacryl. Und wie gesagt, von den Märchengarn. Dafür hatte ich jetzt noch keine Tüte oder kein Projektbeutelchen. Muss ich mal schauen, ob ich da was finde. Mal schauen. Ach so, wir könnten da ja unseren Maschenmarkierer reinmachen. Den Stern. Dann markieren wir das da mal und dann schauen wir mal, wie weit der wächst. Oder das Tuch wachsen tut. So. Da haben wir es markiert. Aber wie gesagt, das Tuch ist noch ganz am Anfang. Zieht sich ein bisschen zusammen. Das gibt sich aber später wieder. Das wäre Projekt Nummer 3. Obwohl 1 ist fertig, also in Arbeit Projekt Nummer 2. Jetzt kommt dann Projekt Nummer 3, was in Arbeit ist. Das ist auch ein Tuch. Hier. Das ist schon ein bisschen größer gewachsen. Das wohnt in meinem Beutelchen mit den Waldtieren. Und ihr seht es hier. Das ist das Garn, was ich euch vorgestellt habe, von der Wollbiene. Der Bobbel. Schaue ich mal kurz. Ich muss ihn zusammen machen. Moment. Von der Wollbiene, Flair, 100% Baumwolle, eine Lauflänge von 1000 Metern und 250 Gramm. Ich habe eine 3 mm Nadel genommen. Hier seht ihr nochmal den Shop. Und das ist die Farbe 912 und der Lot 149. Ja. Ich häkle aus der Mitte heraus. Das ist super praktisch gewesen, weil, das habe ich gar nicht gezeigt gehabt, er diesen
Start hat. Easy Start. Der war in dem Knäuel ein bisschen versteckelt, aber man hat ihn gefunden. Das Ganze häkele ich mit dieser süßen Häkelnadel der Katze, die ich ja in 3 mm mir gekauft hatte. Die 3 mm stehen auch hier nochmal drauf. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut sieht, aber es ist auf der Nadel mit reingestanzt sozusagen oder reingestempelt. Ich wollte einfach mal wissen, wie die Nadel so in der Hand liegt und ob das hier behindert beim Arbeiten oder nicht. Aber das tut es nicht. Es funktioniert wirklich super gut. Auch weil hier er ist nicht dick, sondern es liegt gut in der Hand, ist klasse. Bin ich sehr erstaunt drüber, weil eigentlich dachte ich, dass das ein bisschen schwieriger wird, aber nein. Oder für mich ist es nicht schwieriger, es ist supi. Die wohnt auch hier in meinem Beutelchen drin. Und das Tuch, ihr seht es hier, wir sind schon in einem leichten Wechsel drin. Es kommt schon ein leichtes helles Grau dazu. Und hat in diesem Blau-Grau gestartet. Hier wird einfach nur abgewechselt. Ich zeige es euch jetzt gerade hier an dem oberen eine Reihe Stäbchen, dann unser Lochmuster, wieder eine Reihe Stäbchen, dann dieses Überkreuzmuster, wieder eine Reihe Stäbchen und es wird wiederholt. Lochmuster, Stäbchen, Kreuzmuster, Stäbchen. Mal schauen, wie lange ich das durchhalte. Ja. Wenn nicht, kommt noch ein anderes Muster dazu. Aber ich finde das Muster eigentlich so sehr schön, deswegen würde ich es eigentlich gerne für das ganze Tuch machen. Es ist schön leicht, aber die Wolle ist auch sehr schön, also schön weich, nicht schwer, schön gezwirnt auch, also die Fäden laufen miteinander, also sind gedreht ineinander und nicht wie bei manchen Wobbeln halt nebeneinander, wobei das ja auch kein Thema ist. Haben wir ja bei den Märchengarnen oder bei der Miss Pippinella ja auch. Das läuft trotzdem wunderbar. Ja, das Tuch habe ich jetzt auch die Woche angefangen. Ich glaube weiß gar nicht, am Mittwoch. Ich glaube am Mittwoch. Da setzen wir jetzt noch gerade einen Maschenmarkierer. Da hatte ich noch 2 reingetan. Ich würde gerne den Schmetterling haben. Deswegen mache ich jetzt hier meinen Herzchenschlüssel ab und mache dann da, mache ich hier rein und den Schmetterling mache ich einfach hier dran. So. Und dann wird der hier festgemacht. Ist verkehrt. So. Genau. Und dann schauen wir mal, wie es nächste Woche aussieht. Da damit. Mit dem Projekt. Wobei ich noch nicht weiß, ob ich, also an dem hier Tuch werde ich auf alle Fälle weitermachen, bei dem anderen Restetuch. Bei ihm hier weiß ich es noch nicht, weil ich muss euch ehrlich sagen, ich würde mir gerne nochmal so einen Pulli machen. Einfach nur mit einer anderen Farbe. Denn
Der ist wunderbar, also der ist schön leicht, perfekt. Den hatte ich jetzt auch, wir hatten ja jetzt die heiße Woche. Hatte ich jetzt auch mit so einem Tanktop auf der Arbeit an. Kann man extrem gut tragen, hätte ich auch nicht angenommen. Aber es ist super. War schön angenehm, nicht zu warm, nicht zu kalt. Hat gut gepasst. Ja. Weil, tragt ihr eure selbst gehäkelten Sachen auch auf der Arbeit oder wo tragt ihr die? Oder nur zu Hause? Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal interessieren, ob ich sozusagen eine der wenigen bin, die das dann macht oder ob das ja gang und gäbe ist. Ich meine, bei Tüchern, die zieht man ja meistens dann bei Jacken an oder sich so zum Überlegen über die Schulter. Aber wenn ihr euch so ein Shirt macht oder einen Pulli macht oder einen Rock, zieht ihr das dann auch auf die Arbeit an oder lasst ihr es daheim? Also tragt ihr das nur dann privat? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ja, na gut, dann soll es das auch schon gewesen sein. Mehr habe ich die Woche nicht gewerkelt oder nicht gehandarbeitet. Dann sehen wir uns nächste Woche. Könnt ihr gerne einen Kommentar und ein Abo da lassen oder auch einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, das Video. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und wir hören und sehen uns dann nächsten Samstag wieder mit den Handarbeitssachen. Dann macht's gut. Habt ein schönes Wochenende. Bye.